Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag, das ist der perfekte Tag. Yo, wie läuft's, Community? Haltet euch fest, weil heute eine extra lange Sendung kommt. Wir haben 2 Hörspiele, einen Beitrag über Journalismus und einen über Krampus vorbereitet. Macht es euch bequem. Enjoy! Überall ist man von Medien umgeben, allerlei Informationen in allerlei Formaten. Und alles formt unser Weltbild. Denn wie sollten wir die weite Welt wahrnehmen, wenn nicht durch die Infos, die jeden Tag von Medienmitarbeitern dem breiten Publikum zugeliefert werden? Daher haben die Medien eine große Macht über uns. Wir müssen immer auf der Hut sein, da die Wahrheit in den Medien nicht immer selbstverständlich ist. Außerdem gibt es so viele Wahrheiten wie Menschen. Wo liegt die absolute? Den richtigen Umgang mit Medien haben Jugendliche ab 16 Jahren während der 2. Novemberwoche in einem Mediencamp in Klausenburg gelernt.
Das Mediencamp wurde von dem deutschsprachigen Studentenverein Gutenberg organisiert, in Partnerschaft mit IFA, dem Institut für Auslandsbeziehungen. Der Name des Mediencamps ist suggestiv für die heutige Gesellschaft. Journalismus, mit der Betonung des Wortes muss, das großgeschrieben wurde. Das Programm umfasste eine Vorstellung der journalistischen Textarten, Methoden, durch welche man Fake News erkennt, das Schreiben von Nachrichten, das Filmen von Live-Videos und der Besuch des TVR-Studios, sowie auch eine Basiseinführung über Layout und Design oder Branding. Am Ende der Woche mussten die einzelnen Teilnehmergruppen je einen Artikel mit dem Oberthema Medien fertig geschrieben haben. Durch die praktischen Anwendungen der Theorie konnten die Teilnehmer eine Idee vom Journalismusleben bekommen. Isabella Weibel, Mitarbeiterin der Minderheitenabteilung bei TVR Cluj, definierte für uns das Bild des Journalisten. Ich glaube, ein Journalist hat kein Privatleben in erster Linie und ich glaube, ein Journalist muss immer neugierig sein. Ein Journalist sucht immer nach Themen, nach Neuigkeiten. Ein Journalist denkt immer an die Zuhörer oder Zuschauer oder an die Leser oder alle drei zusammen. Und ja, ein Journalist ist eben immer sehr aktiv und versucht, so gut es geht, die Leser, die Zuhörer, die Hörer und die Zuschauer ständig und stetig zu informieren. Cornelia Hemmann, IFA-Kulturmanagerin in Fogarage und eine der 2 Begleiterinnen der Teilnehmergruppe, beantwortete uns einige Fragen bezüglich des Mediencamps. Wie ist die Idee für das Mediencamp entstanden? Die Idee für das Mediencamp, die gibt es schon relativ lange. Vor über einem Jahr hatte meine Kollegin Sandra George, IFA-Kulturmanagerin in Ungarn, gemeinsam mit mir und einer weiteren Kollegin die Idee gehabt, es wäre sehr, sehr wichtig, ein Seminar zu veranstalten, zu dem man Jugendliche einlädt und das zum Thema hat, die Medienkompetenzen zu stärken. Weil wir gemerkt haben, wenn man sich in der Gesellschaft bewegt, wie schwierig es ist, doch gut mit Medien umzugehen und dass man das in der Schule nicht unbedingt vermittelt bekommt. Also in Deutschland gibt es relativ viele Angebote auch in der Schule, wo darüber gesprochen wird, aber wir haben im Gespräch festgestellt, in Rumänien, in Ungarn und in Polen, damals ging es auch noch um Polen, ist das kein Bestandteil und dass es aber wichtig ist, darüber zu sprechen und sich auszutauschen, weil die Jugendlichen einfach den ganzen Tag mit Medien zu tun haben und sich in den sozialen Netzwerken bewegen und das war uns eben ein Anliegen, eben die Medienlandschaften anzuschauen und zu schauen, wie funktioniert das eigentlich und einfach zu hinterfragen. Das war die Idee. Dann gab es eine längere Planungsphase und wir sind zusammengekommen mit dem Gutenberg Studentenverein, die ein ähnliches Projekt geplant haben, aber eher praktisch, also zum Thema Journalismus und wir dachten, das ist eigentlich eine schöne Ergänzung, also dass man auf der einen Seite Medienrezeption und Medienkompetenz hat und auf der anderen Seite aber eben auch ganz praktisch arbeitet. Und so konnten wir das Seminar dann jetzt endlich diesen Herbst in Klausenburg veranstalten. Welche Zielgruppe sollte angesprochen werden? Es sollten angesprochen werden, speziell eben die Jugendlichen, die mit Medien sich tagtäglich mehrere Stunden umgeben. Also wir haben dann gesagt, ab 16 Jahre, weil man da doch auch anfängt zu reflektieren oder vielleicht auch Medien zu nutzen, um Informationen zu sammeln. Aber auch für Studenten. Und uns war es wichtig, Teilnehmer aus verschiedenen Ländern zu gewinnen, weil man im gemeinsamen Gespräch auch besser feststellen kann, dass Medienlandschaften in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich funktionieren. Also weil sie ja doch sehr verbunden sind mit Politik, mit Wirtschaft und das ist überall ein bisschen anders. Und wir hatten uns eben erhofft, durch die internationale Zusammensetzung, dass die Teilnehmer auch untereinander dann feststellen können, bei euch ist es anders oder wieso ist das jetzt so und dass man da einfach einen anderen Zugang findet. Welche Erwartungen hattet ihr vor dem Beginn der Woche und inwiefern sind diese erfüllt worden? Die Erwartung, die wir hatten, war, dass die Jugendlichen hoffentlich eine Freude am Umgang mit Medien finden werden. Und zwar in der Hinsicht, dass sie doch auch ein bisschen kritischer damit umgehen und mehr reflektieren, welche Seiten sie lesen. Vielleicht auch mal schauen, was sind das überhaupt für Quellen, wo kommen die Informationen her. Und einfach die Dinge auch beginnen zu hinterfragen und auf der anderen Seite aber auch Freude daran entwickeln, selbst zu schreiben und zu recherchieren und diesen Prozess eines Journalisten zu erleben. Und im Laufe der Woche konnten wir, denke ich, auch alle Themen gut abbilden und wir haben gerade eine Auswertung gemacht und das, was ich mitnehme als Feedback, ist, dass schon unsere Erwartungen auch erfüllt worden sind. Wir konnten jetzt nicht bei einzelnen Themen sehr in die Tiefe gehen, sondern der Ansatz dieser Woche war es, auch in verschiedene Themen hineinzuschnuppern, also zum Beispiel in soziale Medien, was Fake News sind, wie man eine Nachricht schreibt, wie man ein Layout gestaltet,
was es mit Branding auf sich hat. Also wie verkauft man sich dann und wie erstellt man Marken. Das sind natürlich viele Themen und eine Woche ist zeitlich begrenzt, aber ich denke, es war ein guter Einstieg für die meisten. Was hättet ihr rückblickend anders wie gestaltet? Ich persönlich hätte es rückwirkend vielleicht anders gestaltet, sich eher auf vielleicht einige Themen zu fokussieren und da tiefer zu gehen oder mehr in die Tiefe. Wobei ich das auch gut fand, dass man einen allgemeinen Überblick bekommen hat. Und was ich persönlich mir noch mehr gewünscht hätte, wäre die Artikel, die die Jugendlichen selbst geschrieben haben, die Teilnehmer, dass wir dem vielleicht noch mehr Zeit hätten geben können über die Woche hinweg. Und das noch mehr begleiten hätten können. Aber ich denke, so war es gut. Also, und ist gut gelaufen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht doch noch mehr Teilnehmer aus Deutschland oder aus Ungarn gehabt hätten, um da einfach noch mehr die Facetten zu erleben. Aber das war eine organisatorische Sache, die einfach aufgrund der Kurzfristigkeit, in der das Projekt jetzt doch durchgeführt wurde, leider nicht ganz möglich war. Aber wir hoffen das nächste Mal, dass es dann besser klappt. Ein schöner Moment aus dem Medienkampf? Ich fand es sehr schön, als ich gemerkt habe, dass die Teilnehmer doch sehr viel Freude daran hatten, dann auch ihren eigenen Artikel zu schreiben. Also, dass sie von alleine motiviert waren, an ihrem Thema zu arbeiten und zu recherchieren und dass wir nicht unbedingt immer wieder nachfragen mussten, na, wie weit seid ihr, was macht ihr, sondern dass das von alleine passiert ist und sie auch die Zeit genutzt haben, die da war und das auch gerne gemacht haben. Aber ein schwieriger Moment? Für mich gab es jetzt nicht einen einzigen schwierigen Moment, aber es ist natürlich bei einer so vielfältigen Gruppe, also wir hatten ältere Studenten, wir hatten 16-jährige Teilnehmer, wir hatten Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern. Es ist immer auch schwierig, die Gruppe zusammenzuhalten, weil jeder mit anderen Voraussetzungen und anderem Vorwissen kommt und da eine gute Balance zu finden, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die sich dann über so ein gesamtes Camp streckt und wo man flexibel bleiben muss und das sind wir hoffentlich auch gewesen. Die Teilnehmer stammten aus Fogarach, Schäßburg, Klausenburg, Temeswar, Fokschany und weitere kamen aus Ungarn und Deutschland. Die Altersgruppen waren unterschiedlich. Es gab eine Mehrheit von Schülern und ein paar Studenten. Wir überzeugten 2 Teilnehmerinnen, ihre Meinung zu der Journalismuswoche zu äußern. Stell dich bitte vor. Hallo, mein Name ist George Bianca, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Klausenburg, Rumänien. Wie hat dir die Teilnahme geholfen? Also ich habe sehr viel über Journalistik im Allgemeinen gelernt. Ich habe über die richtige Quelle mich informiert und wie man die Quelle gut wählen muss. Ich habe auch gelernt, wie man nötige und wichtige Informationen in einem Beitrag erfasst, wie eine Website erstellt wurde und was noch. Also ich kann sagen, dass auch ein bisschen über die Präsentation, wie man eine Präsentation hält, denn wir haben sehr viel Arbeit geleistet und wir müssen alles, was wir in der Gruppenarbeit gemacht haben, müssen wir das auch präsentieren und ich habe ein bisschen geübt, wie ich frei sprechen soll. Was hat dich überrascht, was hat dich enttäuscht? Ich war überrascht davon, dass alle Workshops etwas Interessantes hatten und sie sehr verschieden voneinander waren. Also Einführung in der Journalistik, wie man beim TVR arbeitet, alles war drin durch diese Woche im Journalismus-Mediencamp. Und was mich enttäuscht hat, ich denke, also einige Mitglieder, die nicht so gut mitmachen haben, wie sie könnten. Was würdest du dem Camp hinzufügen? Hättest du irgendwelche Vorschläge für die Organisatoren? Ich würde gerne empfehlen, dass man bessere Kantinen für Essen finden. Also das fand ich nicht so gut, das Essen. Aber für Workshops, ich denke, es war ziemlich gut. Ja, und ich mag, dass wir irgendwie verschiedene Trainers hatten, sodass jeder Workshop war immer innovativ und wir haben immer etwas Neues erfunden und von einer neuen Perspektive, denn die Trainers waren nicht dieselben. Teile uns eine Erinnerung mit, die mit dir nach dem Ablauf der Woche bleiben wird. Vielleicht als wir beim TVR waren, TVR-Sendung,
und wir in der Regie gegangen sind und wir haben dort gesehen, wie Live-Transmissionen gemacht werden und viele Computer und Laptops und vieles Apparatur gesehen. Das war interessant. Stell dich bitte vor. Mein Name ist Nathalie Bertlev, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Deutschland, aus dem Süden. Wie hat dir die Teilnahme geholfen? Ich habe sehr viele neue Leute kennengelernt, sehr freundliche Leute, Leute, die wahrscheinlich auch Freunde bleiben. Ich habe von den Workshops ein bisschen was mitgenommen, was mir persönlich auch weiterhilft in Bezug auf Berichterstattung, Websites zum Beispiel gestalten kann und so weiter. Was hat dich überrascht, was hat dich enttäuscht? Das Essen hat mich enttäuscht. Meistens war es nicht so gut in der Kantine. Wir haben dann an dem letzten Abend zusammen gekocht. Das war sehr lustig und das war sehr schön und lecker. Was hat mich überrascht? Überrascht hat mich, dass so viele Junge dabei sind. Also ich weiß, dass es für Schüler auch ausgeschrieben war, aber dass wirklich zum Großteil unter 18-Jährige dabei sind. Ich glaube, es waren nur 2 oder 3 über 18 dabei, beziehungsweise Studenten und dann halt ein paar Studenten von hier, von Klausenburg. Aber der Großteil waren Schüler, das hat mich sehr überrascht. Was würdest du dem Camp hinzufügen? Hättest du irgendwelche Vorschläge für die Organisatoren? Besseres Essen. Ab und zu war es taktisch nicht so klug organisatorisch gelöst, dass man zum Beispiel die Laptops den ganzen Tag mit sich rumschleppen musste, obwohl man sie nicht gebraucht hat. Und bei einigen Workshops fand ich es ein bisschen zu oberflächlich, wie die Themen beigebracht wurden. Ich hätte mir in manchen Workshops ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht und beispielsweise hätte ich mehr über Videografie gelernt, was eigentlich auch angekündigt war, aber wo wir nur so ein bisschen darüber gelernt haben, beziehungsweise nur ein bisschen gearbeitet haben damit. Teile uns eine Erinnerung mit, die mit dir nach dem Ablauf der Woche bleiben wird. Ich glaube, dass mir die gemeinsamen Abendveranstaltungen in Erinnerung bleiben werden. Also wenn man dann abends noch ein bisschen unterwegs war und sich die Stadt angeguckt hat und einen Spaziergang durch die Stadt gemacht hat. Das wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Und der Ausblick von dem Berg, wo wir raufgelaufen sind, von diesem Aussichtspunkt, das war auch sehr, sehr schön. Ich persönlich war auch beim Mediencamp dabei und empfehle anderen die Teilnahme beim nächsten Mal. Insbesondere für Medieninteressierte oder für solche, die ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen. Wenn man einfach nur die Zeit genießen möchte, dann sollte man beachten. Die Seminare beanspruchen fast den ganzen Tag. Wenn man kein Interesse an Medien hat, so lässt man es daher besser sein. Besonders empfehlenswert ist das Mediencamp für die, die eine Bestätigung für ihr Studium brauchen. Will ich echt etwas mit Medien anfangen oder nicht? Die Antwort weiß man nach einer Woche Workshop im Rahmen des Mediencamps. Ich bin gespannt auf weitere Ausgaben des Mediencamps JournalisMUSS, die vielleicht auch in Deutschland stattfinden werden.
ein Hörspiel zum Thema Weihnachten. Es war einmal eine Welt voller Demokratie und Menschenrechte. Vor einer geschichtlich kleinen Zeitspanne spalteten sich die Menschenrechte. Man konnte nun zwischen Menschenrechten und Frauenrechten unterscheiden. Die Anhänger hießen Feministen, und wie in der ganzen Politiklandschaft gab es unter ihnen auch Radikale. Der Unterschied zwischen den gemäßigten und den radikalen Feministen lag an ihrer Verbreitung. Die radikalen Feministen waren überall zu finden. Sie waren die Kritiker der Filme ohne genug Frauen, der Videospiele, die das Bild der Frauen entwürdigen, und der Werbungen, die Frauen als sexuelle Objekte darstellen würden. Da ist noch ein Bereich, wo wir nicht waren, sagte eine radikale Feministin und zeigte auf den nördlichen Teil einer Karte. Lappland? Fragte ein anwesender Putzmann verwirrt. Nee, Lappland ist nur ein Symbol für die Heimat des Weihnachtsmannes. Weihnachts-M-A-N-N. Mann, der männliche Weihnachtsmann. Ja, genau, die beliebteste Person der Welt, schmunzelte der Putzmann, nostalgisch an seine Kindheit denkend. Siehst du nicht, wie krank das ist? Die beliebteste Person der Welt ist männlich. Und wieso? Nicht mal, weil sie so geboren ist, denn der Weihnachtsmann ist sowieso eine Fiktion. Er wurde von der Gesellschaft erfunden. Warnung. Falls ihr unter 7 Jahre alt seid, diese ganze Sendung wurde von ein paar scherzenden Jugendlichen frei erfunden. Der Putzmann wischte sorgenlos die glitschigen Schneespuren im Raum. Ich verstehe nicht so ganz, was Sie jetzt damit sagen wollen. Klar nicht, denn die Welt meint, es sei eine selbstverständliche Sache. Eine selbstverständliche Sache, dass es keine Weihnachtsfrau gibt. Mann, oh Mann, aber die gibt es doch. Sie ist die Ehefrau des lieben Weihnachtsmannes und erscheint manchmal in Geschichten. So im Hintergrund. Hintergrund so. Ehefrau, Putzfrau, Sklavin, Untertanin. Nein, die Welt sollte sich verändern. Sie soll eine Weihnachtsfrau haben. Eine Weihnachtsfrau mit Rentieren, die zu Weihnachten den Kindern Geschenke bringt. Haha, da hast du recht. Der Weihnachtsmann könnte gute Hilfe gebrauchen. Hilfe? Spinnst du? Die Weihnachtsfrau ist eine unabhängige Frau, die alleine Männersachen erledigen kann. Warte. Meinst du, der Weihnachtsmann sollte weg? Weihnachten würde dann verschoben werden, denn es würde zu lange dauern, bis sich die Frau ihre Klamotten anziehen würde. Sie ist außerdem Frau und auch alt noch dazu. Mit ein bisschen Glück werden wir Weihnachten und Ostern zur selben Zeit feiern. Die Welt ist voller solcher Stereotype. Jedenfalls, wenn wir wirklich in einer Welt leben, in der alle gleich sind, dann sollte der Weihnachtsmann eine Weihnachtsfrau werden. In der Zwischenzeit im Land des Weihnachtsmannes. Es wird an die Tür geklopft. Ein bärtiger, dicker, freundlicher Mann blickt in das Gesicht eines internationalen Beamten. Diese Benachrichtigung ist vom weltweiten Feministenbüro. Ich bin mir nicht sicher, was hier läuft, aber ich glaube, Sie sollten lieber Ihre Frau aufwecken und sie ein bisschen einweisen mit den ganzen Weihnachtsaufträgen, wissen Sie? Man hörte ein lautes Stöhnen aus dem Inneren des Hauses. Es kann sein, dass der Weihnachtstag ein bisschen aufgeschoben wird. Oder auch nicht. Es hängt davon ab, ob sich Weihnachtsmann und Feministen einig werden. Wird die Existenz eines Weihnachtsmannes in Bezug auf die Erziehung der Jungs eine schlechte Wirkung haben? Werden sie in ihrem Erwachsenenleben die Frauen als minderwertiger betrachten? Es wird zurzeit noch darüber verhandelt. Gott sei Dank gibt es auch andere Personen, die bis zu Weihnachten Geschenke bringen.
faces, many minds and many eyeballs pop at my feet. I walk the streets, only supreme and see all that has been, all that believe that I is free. I am nobody, tetrachromacy. Jetzt folgt das Hörspiel Die Hölle. Du liegst auf deinem Rücken und plötzlich wachst du in der Kälte auf. Dich umgibt eine unendliche neblige Ebene, die aus Eis gebildet ist. Was ist hier passiert? Wo liegen meine Kleider? Hallo? Kann mich irgendjemand hören? Verdammt, dieser Nebel. Man kann hier überhaupt nichts sehen außer Eis. Ich muss mich bewegen, sonst friere ich. Stundenlang ist nur der Klang vom Aufprallen zu hören, den dein Po verursacht, wenn du ausrutscht. Nach einer Weile sind deine Füße fast erfroren. Du entscheidest, dich hinzusetzen, um deine Kraft wiederzubekommen. Viele Gedanken schwimmen in deinem Kopf. Seit wann wandere ich hier herum? Warum bin ich noch nicht erfroren? Wie bin ich hierher gekommen? Ich kann mich an nichts erinnern. Verloren in deinen Gedanken bemerkst du nicht, dass dein Hintern auf dem Eis anfriert. Ein paar Minuten später willst du dich erheben, aber ohne Erfolg. Endlich schaffst du es, aber ein bisschen Haut musst du dabei opfern. Dies alles wiederholt sich immer wieder. Du bewegst dich, dann stoppst du, um dich zu erholen. Und irgendwann, beim Rasten, fragst du dich: Gibt es irgendeinen Grund weiterzugehen? Ich werde nie etwas erreichen. Hier gibt es nur Eis und Hoffnung, dass ich noch etwas anderes finden werde als Eis. Vielleicht sollte ich einfach erfrieren. Tränen formen sich in deinen Augen und verwandeln sich gleich in Stalaktiten. Auf einmal kannst du in der Ferne ein Licht sehen und auch ein Murmeln hören. Du näherst dich, bis du eine Frau hören kannst. Er ist fast stabil. Erhöhe nochmal die Volt. Du humpelst, bis du das Licht berühren kannst. Alles wird dunkel. Und dann wachst du auf und eine fröhliche Stimme erzählt dir, dass dein Herz plötzlich stoppte. Aber trotzdem schaffte es die Ärztin, dich wiederzuholen.
Seltsames aus aller Welt. Am 6. Dezember ist Nikolaus. Jedes Kind kennt ihn und freut sich auf seinen Besuch und seine Geschenke. Aber wusstet ihr, dass Kinder in manchen Regionen Europas einem traditionellen Brauch nach bereits am 5. Dezember Besuch bekommen? Allerdings nicht vom lieben Nikolaus, sondern von einer finsteren Gestalt, die direkt aus einem Albtraum entsprungen sein könnte. Der Krampus. Der Krampus ist im abendländlichen Brauchtum eine Schreckensgestalt der Adventszeit, die den heiligen Nikolaus begleitet. Während der Nikolaus die braven Kinder beschenkt, bestraft der Krampus die Frechen. In Bayern und Tirol ist es auch heute noch üblich, kleinen Kindern zu drohen mit Sprüchen wie: Wenn du nicht brav bist, kommt der Krampus und nicht der Nikolaus zu dir. Auf Zeichnungen wird er oft als großes, aufrecht laufendes Monster mit dichtem Fell, grausigem Gesicht und langer Zunge abgebildet, welches in die Häuser eindringt und böse Kinder in seinen Sack steckt und sie ihren Familien entreißt. Er stellt eine Albtraumversion des bekannten Nikolauses dar. Auch in anderen Teilen Europas ist die Figur des Krampus zu finden, so zum Beispiel in Österreich, Ungarn, Tschechien, Teilen Sloweniens und Kroatiens. Auch als Hauptfigur eines gleichnamigen Horrorfilms dürfte er einigen Menschen außerhalb dieser Regionen bereits bekannt sein. Saint Nicholas is not coming this year. His name is Krampus. Der Name leitet sich vom altdeutschen Wort Krampen, übersetzbar mit Krale, oder vom bayerischen Wort Krampen ab, welches etwas Lebloses oder Verdorrtes bezeichnet. Der heutige Name Krampus kann von Region zu Region variieren. Doch der Krampus existiert nicht nur in Geschichten, sondern auch noch heute durchgeführten Bräuchen. Am Krampustag findet in vielen Dörfern und Städten das sogenannte Krampuslaufen statt. Als Krampus verkleidete Menschen ziehen dabei lärmend durch die Straßen. Sie tragen Ruten, Glocken oder Ketten und erschrecken Passanten oder attackieren diese sogar. In einigen Teilen Österreichs gilt es unter Kindern als Mutprobe, Krampusse zu reizen, ohne dabei von ihnen geschlagen zu werden. Während der Zeit der Inquisition war das Krampuslaufen verboten, da es untersagt war, sich als teuflische Gestalt zu verkleiden, weshalb die Tradition nicht mehr in jedem Gebiet zu finden ist, in denen sie früher bekannt war. Große Krampusläufe finden heute vor allem in Kärnten, Salzburg und Osttirol statt. Dabei gerät die Tradition allerdings auch regelmäßig in Kritik. Denn jährlich kommt es bei einigen Krampusläufern zu Auseinandersetzungen und sogar zu Prügeleien, weil sich Passanten für die erhaltenen Rutenschläge bei den Krampussen rächen. Im Jahr 2013 wurden allein im Bezirkskrankenhaus Lienz in Osttirol 8 Verletzte, überwiegend mit Knochenbrüchen, aufgenommen und weitere 60 Patienten ambulant behandelt. Also, falls ihr euch am 5. Dezember in diesen Gebieten aufhaltet und abends auf die Straßen gehen wollt, seid vorsichtig, sonst holt der Krampus auch euch vielleicht nicht in seinen Sack, eventuell aber in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Seltsames aus aller Welt.
castle. Waters rising up, big and green, crumbling castle. Are we safe in our citadel? Wie war es? Hat's euch gefallen? Diese Sendung war die letzte für 2017. Frohe Weihnachten an alle da draußen und wir sehen uns fresh im neuen Jahr. Tschüss. Das ist die perfekte Welle. Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist der perfekte Tag. Ich habe sehr viele neue Leute kennengelernt. Die waren eigentlich alle nett. Okay, nein, wir fangen von vorne an. Okay. Frag mich nochmal bitte. Warte, was war die Frage nochmal? Was ist... Einmal. Alo, mă audeți? Ha, mă audeți? Trei familia voastră, să zic așa pe românește. Bă, audeți? Bă, te audem. Bun.